Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen das zweite Abenteuer aus unserem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon mit dem Titel Erleuchtung im Westen. Und in unserer zweiten Episode dieses Abenteuers gründen wir unsere erste Kolonie. Und wir haben 4 Koloniestandorte, wobei wir aber nur 3 Kolonien in diesem Abenteuer gründen werden. Also wir müssen uns entscheiden, welche eben nicht gegründet werden muss. Ich werde natürlich alle 4 Koloniestandorte einmal spielen. Und wir haben die Möglichkeit, Yanira zu gründen, einer Insel vorgelagert vor unserer Insel, wo unsere Heimatstadt Autoch gegründet wurde. Dieses rätselhafte rote Land glänzt in der Sonne. Ja, das ist das Einzige, was man dazu zu sagen hat. Wir können aber auch Biminis gründen, ein kleines Archipel im Westen unserer Insel. Ja, hier steht es auch, ein kleiner Archipel an den besten Handelsrouten gelegen. Oh, das hört sich schon ganz gut an. Wir haben auch die Möglichkeit, Kopan in Mittelamerika zu gründen. Das ist der perfekte Ort, um ein Forschungszentrum zu errichten und so den freien Austausch von Ideen zwischen den Atlantiden und Mayas voranzutreiben. Ja, hier werden wir mit den Mayas in Kontakt treten. Hört sich auch vielversprechend an. Oder wir gründen die Kolonie Coelho in Südamerika. Dieses ist ein idealer Ort für herrliche Pyramiden. Ja, jetzt müssen wir uns entscheiden. Und ich beginne mit Kopan. Schauen wir mal, was man uns dazu zu sagen hat. Die Welt der Mayas ist unvergleichlich und einmalig anzusehen. In den dichten Dschungeln wimmelt es von erstaunlichen Pflanzen und Tieren. Am besten sind die Affen. Die Mayas teilen unsere Begeisterung für die Sternkunde und die Atlantiden konnten schon viel aus ihren Beobachtungen lernen. Doch die Lebensweise der Mayas bleibt rätselhaft für uns. Sie frönen recht barbarischen Menschenopfern. Darüber hinaus geraten sie in helle Aufregung, wenn ein hinkendes Kind geboren wird, da sie glauben, dass das ein Zeichen des höchsten Gottes sei. Ihr höchster Gott heißt Hef oder Hanapu oder so ähnlich. Sie sagen, dass er ein Baumeister sei und sogar einen Mann ganz aus Bronze geschaffen habe. Irgendwie kommt einem ihr Gott bekannt vor. Wenn wir alles über die Mayas erfahren wollen, muss hier in Kopan eine Stadt errichtet werden. Kopan wird als Forschungsstätte dienen, wo Mayas und Atlantiden sich treffen und Theorien erörtern können. Wir hoffen, dass wir den Mayas viel beibringen und im Gegenzug viel von ihnen lernen können. Diese Kolonie-Episode trägt den Namen Im Namen der Wissenschaft. Ja, und wir treten hier in Kontakt mit den Mayas und wollen einen regen Austausch von Wissenschaft mit ihnen betreiben. Deswegen müssen wir in unserer Stadt auch das Cosmica-Observatorium errichten. Und in unserer Stadt müssen mindestens 1000 Personen in einer Wohnung der Kategorie Stadthaus oder besser leben. Ja, dann schauen wir uns mal direkt die Karte an, wo wir unsere Kolonie Kopan gründen werden. Obligatorisch gehen wir wieder in den Pausenmodus und schauen uns bei der Übersicht die Minimap an. Gut, wir haben jetzt hier ganz im Süden Felsformationen und ganz viel Wald und hier eine große Fläche, die wir landwirtschaftlich nutzen können, wenn wir jetzt hier weiter Richtung Osten gehen. Ja, hier ganz im Osten haben wir eine Terrassierung, sehr felsig mit ganz viel Wald und hier haben wir Wildschweinrotten. Ja, und man kann es schlecht erkennen, aber wir haben hier ganz im Osten unser Silbervorkommen und zwar relativ viel. Das ist jetzt hier teilweise auch vom Wald verdeckt, aber hier können wir Silber abbauen. Gut, dann gehen wir mal jetzt weiter Richtung Norden. Haben wir hier weitere Wildschweinrotten. Hier haben wir eine Straße, die in die Karte mündet. Ja, und wir haben hier auch jetzt große Waldbestände und hier wieder Hügel, die terrassiert sind. Dann haben wir hier den zweiten Immigrationspunkt. Ja, und jetzt kommen wir hier, wenn wir ganz im Norden sind, Richtung Westen zu unserer Küste, beziehungsweise es ist eher eine Bucht, die Zugang zum Meer bietet. Und hier können wir unsere ganzen Piere errichten. Und wir werden wahrscheinlich nur Handelsrouten über den Seeweg betreiben können.
Gut, dann gehen wir mal hier Richtung Westen. Hier haben wir noch eine kleinere Fläche, die wir landwirtschaftlich nutzen können. Ja, die Waldbestände sind schon ziemlich groß hier. Ich hoffe, wir können auch Holz produzieren. Ja, ganz im Westen haben wir jetzt hier wieder auch eine terrassierte Steinformation. Und hier, ganz oben im Nordwesten, haben wir unser Kupfervorkommen. Dann gehen wir wieder weiter Richtung Süden. Ja, es ist sehr terrassiert. Jede Menge Wildschweinrotten, das muss man sagen. Ja, und hier haben wir auch nochmal jede Menge Kupfervorkommen. Oh, wow, das ist echt viel. Ja, und dann gehen wir jetzt hier zurück zu unserem Ausgangspunkt. Doch ziemlich zerklüftet hier in diesem Bereich. Gut, ja, dann schauen wir mal direkt, was wir auch produzieren können. Bei der Landwirtschaft haben wir keine Farmen und auch keine Plantagen. Wir können bei der Viehzucht Rinder züchten und bei Land und Meer haben wir den Jagdhof. Bei Gewerbe haben wir bei den Rohmaterialien Sägemühle, Münzerei und Gießerei. Okay, die Ressourcen hier können wir auch alle entsprechend nutzen, das ist gut. Und bei den Werkstätten haben wir das Bildhaueratelier. Bei Vertrieb haben wir alle Bauoptionen mit unseren ersten Handelsrouten. Bei Gesundheit und Sicherheit haben wir alle Bauoptionen, genauso wie bei der Verwaltung. Wir könnten sogar ein Hippodrom bauen. Bei der Wissenschaft können wir alle Gebäude errichten. Bei der Mythologie haben wir keine Bauoption, außer die Kunsthandwerkergilde, die wir ja für unser Bauwerk brauchen. Beim Militär können wir bei den Befestigungen alle Bauoptionen nutzen und auch bei den Militärwerkstätten können wir Fregattenhafen, Waffenschmiede, Pferdehof und Wagenfabrik bauen. Bei der Ästhetik haben wir bei den Verschönerungen alle Baumöglichkeiten. Das ist sehr schön. Ja, und bei den Erholungsgebieten haben wir auch wieder eine große Auswahl von Verschönerungen. Ja, und hier haben wir jetzt die Poseidon-Pyramide und darunter finden wir das Cosmica-Observatorium, welches wir jetzt bauen müssen. Gut, ja, was ist nun der Plan? Ja, hier in der Mitte der Karte haben wir eine große Fläche zusammenhängenden Baulandes. Hier können wir unsere Wohngebiete errichten und auch unser Observatorium. Haben hier die Möglichkeit, unsere Piere zu bauen und können hier natürlich Landwirtschaft betreiben und hier natürlich auch. Ja, die Besonderheit bei dieser Karte ist, dass unsere Ressource Kupfer und auch Silber an den Rändern der Karte gelegen sind und wir hier in der Mitte unserer Stadt gründen. Das heißt, auch die Gewerbebetriebe werden wir hier in der Nähe unserer Stadt natürlich aufbauen, weil wir hier die einzige Möglichkeit haben, diese Waren dann halt über die Piere zu verkaufen. Das heißt, die Wege werden recht weit sein. Aber das werden wir schon irgendwie hinbekommen und wir bauen jetzt das erste Wohngebiet einmal auf. Wir haben jetzt hier unser erstes Wohngebiet errichtet und diesmal in einer quadratischen Grundform. Wir haben uns hier ein bisschen an diese kleine Wasserstelle orientiert, die mitten in dieser Karte liegt. Ja, und wir haben mehrere Ausgänge aus diesem Wohngebiet, wo wir dann unsere Gewerbestätten und auch hier die Piere dann auch anschließen können. Ja, wir können jetzt hier entsprechend im Inneren das schon mal parzellieren. Das passt nämlich genau. Ja, Verschönerung haben wir und auch schon die Agro. Es fehlen natürlich jetzt noch der Architekt, der kann hier hin. Da müssen wir aber noch ein paar Sperren setzen. So. Und den Brunnen. Der Brunnen kann hier hin. Oder hier. Das ist jetzt eigentlich wurscht. Ich baue den so hier hin. Dann muss ich das aber noch hier ändern. Aber das macht nichts. So muss das dann. Da habe ich mich dann wohl verzählt. Ja, den Pausenmodus können wir jetzt entsprechend aufheben. Wir gehen bei Gewerbe noch schnell. Ja, ich weiß das. Und stellen die Priorität bei Gesundheit und Sicherheit auf hoch. So, ja, und dann warten wir jetzt auf unsere Bürger. Von wo wandern sie denn überhaupt ein?
Ah ja, hier von Norden kommen sie. Sehr gut. Ja, wie üblich werden wir jetzt erstmal unsere Nahrungsmittelproduktion aufbauen. Da können wir als erstes mit den Jagdhöfen arbeiten. Ja, das natürlich jetzt nicht gut. Der kaledonische Eber ist in der Stadt. Oh, direkt zu Anfang. Dieses echt widerliche Tier. Okay, wo ist er denn überhaupt? Hier, mal eben kurz auf die Übersicht gehen. Okay, naja, das war ja klar. Hier bei unseren Silbervorkommen. Naja, das können wir jetzt im Moment nicht nutzen. Ja, mit dem kaledonischen Eber haben wir natürlich aber auch jetzt die Heldenhalle. Und zwar für Theseus. Okay. Ja, die sollten wir dann auch relativ zügig bauen, damit wir hier Silber abbauen können. Ich hoffe, er kommt nicht zu unserer Stadt, er bleibt dort oben. So, wir haben Arbeitslose. Beginnen wir jetzt mit der Nahrungsmittelproduktion. Die werde ich hier aufbauen. So, dann werden wir hier schon mal die Straße so abknicken lassen. Dann können wir nämlich hier das Silo errichten. Und dann bauen wir hier auch direkt mal 2 Jagdhöfe auf. Dann können wir das so schließen hier. Und wir haben mittlerweile schon wieder 100 Personen in unserer Kolonie, Kopan. So, dann schließen wir das so. Dann hier die Sperre hin. So, dann können wir hier nämlich unsere Lagerhäuser bauen. So, und wo ist jetzt nochmal unser Kupfervorkommen? Ich glaube, hier irgendwo. Oh, das ist ja wirklich ganz weit weg. Du lieber Gott. Ja, durch diesen schmalen Durchgang hier könnten wir schon mal eine Straße führen, weil ich werde das natürlich ein bisschen mitteln. Unsere Gießereien werde ich hier aufbauen und dann werden wir hier ein Lagerhaus für die Bronze aufbauen. Dann haben wir diesen langen Weg ein bisschen gemittelt. So, dann gehen wir jetzt mal hier so raus. Können hier mit dem Weg so gehen. Ja, das ist gar nicht so einfach. So, wenn wir das machen. Ja, das passt. Okay, aber die bauen wir jetzt erstmal etwas später. Wir können ja Holz produzieren. Das können wir auch relativ viel verkaufen und Atlantis liebt uns. Das ist ja schön. So, wir haben immer noch Arbeitslose, das ist gut. Dann können wir schon mal auf der Agora den Lebensmittelhändler etablieren und dann können wir auch schon mal anfangen, Holz zu produzieren. Wir haben ja hier jede Menge Holz und hier auch. Dann führen wir doch schon mal diesen Weg hier hoch. Hier können wir ja nur unsere Rinder platzieren. Wie bauen wir das am besten? Ja, dann führen wir hier die Straße so weiter. So. Ja, das geht. Dann brauchen wir das hier, glaube ich, nicht. So, hier kommen wir auch hoch, um hier den ganzen Wald entsprechend zu roden. Ja, dann würde ich sagen, bauen wir die ersten Sägemühlen. Die können wir nämlich jetzt tatsächlich alle hier hinbauen. Architekten. Oh, ein Gebäude ist schon eingestürzt. Das Silo. Ja, natürlich habe ich vergessen, hier den Architekten zu bauen. Das ist natürlich klar, den bauen wir jetzt als erstes. So, und hier muss natürlich auch Sperren hin, sonst läuft er uns hier wirklich durch die Gegend. So, jetzt nochmal das Silo aufbauen. Ja, wir kriegen die Mitteilung, dass Palanque blüht und gedeiht. Das ist sehr schön. Dann wollen wir doch mal direkt gucken.
Ja, Palanque liegt hier in der Nähe unserer Stadt Kopan, ist allerdings verärgert, warum auch immer, kauft Olivenöl und verkauft uns Holz. Na gut, das ist jetzt vollkommen uninteressant für uns erstmal. Wir werden das Pier erstmal von unserer Heimatstadt Autoch bauen, weil wir da Holz verkaufen können. Und auch Neusus kauft Holz. Ja, dann können wir erstmal das Holz verkaufen. Dafür brauchen wir ein Warenlager, das kann hier hin. Das kann das Holz jetzt aufnehmen. So, Fleisch ist auch im Silo, das sieht schon mal ganz gut aus hier. Ja, hier könnten wir auch noch ein paar Holzfäller bauen, aber wir müssen erstmal gucken, was der Arbeitsmarkt sagt. Ne, da müssen wir erstmal warten. Aber das sieht gut aus, jede Menge neue Bürger, die in unsere Stadt wandern. Oh, Atlantis schenkt uns Olivenöl. Oh, später. Da brauchen wir noch ein Warenlager für. Das kann dann auch jetzt hier hin. Ja, das Olivenöl könnten wir aber eigentlich verkaufen. Oder Palanque ist ja verärgert, dann könnten wir denen, glaube ich, ein Geschenk machen. So, das erste Holz ist jetzt im Warenlager. Sehr gut. Bauen wir die beiden Piere. Ja, nehmen wir jetzt an. Vielen Dank. So, dann gucken wir mal, wie wir das hier bauen können. Also wir brauchen einmal Autoch, das passt doch hier hin. Ja. Und wir brauchen Neusus. Das kann so hier hin oder auch so, ne? Bauen wir es so. So, und dann können wir das so verbinden. Ja. So. Und so. Ach, das gefällt mir. So, wir brauchen wieder einen Architekten hier. Hier hin und die Sperren nicht vergessen. So, dann können wir hier jetzt Holz verkaufen. Naja, viel wird jetzt hier nicht gekauft. Dann machen wir mal 6. Und hier, oh, 24. Das ist schon ein bisschen mehr. Da können 12 schon eingelagert werden. Ja, sehr gut. So, hier müssen wir eigentlich auch noch Sperren bauen, ne? Damit dieser Architekt hier nicht durch die Gegend streift. So. Ja, und komm, Palanque ist mittlerweile erzürnt, kriegt ein Geschenk, mittleres Geschenk Olivenöl. So, bitteschön. Ja, haben wir doch schon mal einen ganz guten Aufbau jetzt hier hingelegt. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, wir parzellieren jetzt mal hier noch ein paar Parzellen aus. Hier passen noch welche hin. Ja, okay. Ja, wir bekommen die Mitteilung, dass Tikal entdeckt wurde. Ah, gut. So, hier können auch noch ein paar hin. Ja, das passt ganz gut. Und hier, das passt eigentlich auch ganz gut. Passt das? Nee, so. So müsste das eigentlich, ja. Na, doch so. Naja. Okay, so, dann haben wir Platz für die Klinik. Die sollten wir jetzt auch mal bauen. Die könnte hier hin. Ja. Da müssen wir aber auch noch jede Menge Sperren hier bauen. So, das sieht auch sehr gut aus. Ja, Palanque ist dankbar für das Olivenöl und Palanque wird zornig. Hallo? Gut, anscheinend gehört das so zum Spiel. Habe ich jetzt mein Olivenöl hier umsonst verplempert.
So, und dann können wir jetzt natürlich hier diese Seite auch noch parzellieren. Aber ich überlege jetzt gerade, wo ich denn meine ganzen Wissenschaftsgebäude bauen soll. Also hier könnte noch die Bibliothek hin. Dann mache ich das mit dem Brunnen, glaube ich, anders. Den setze ich dann hier hin. Weil hier könnte das Labor hin. Ja, da passt das wunderbar hin. Und dann kann nämlich das Observatorium hier hin. Ja, das passt. Dann haben wir alle 3 Wissenschaftsgebäude gut eingebunden. Dann können wir hier noch die letzten Parzellen ausweisen. Gut. Ja, und ich würde jetzt noch mal ein paar Viehhöfe bauen, damit wir wirklich jede Menge Nahrungsmittel haben, wenn wir jetzt hier die Entwicklung weiter starten, weil ich würde jetzt hier tatsächlich, Autoch schenkt uns Marmor, die 48 Marmorplatten, die wir in der ersten Episode ja entsprechend schon zur Verfügung gestellt haben. Später. Oh, wir kriegen nochmal 20 Olivenölkrüge, das ist sehr schön. Wir brauchen noch Warenlager für den Marmor. So, wo bauen wir die denn jetzt auf? Ja, bauen wir sie doch hier auf, und zwar 2 Stück. Für Marmor und hier auch Marmor, und das kann auch später dann Bronze schon aufnehmen. Und wir brauchen hier auch noch mal einen Architekten, ja, das weiß ich. So, Marmor können wir annehmen, wunderbar. Und wir haben mittlerweile schon 500 Personen in unserer Stadt. So, ich wollte Viehhöfe noch bauen für die Lebensmittelversorgung. So, die können jetzt dann nämlich hier hin, bauen wir direkt 2. Dann können wir hier direkt die Rinder platzieren. So, das sieht doch ganz gut aus. Da müssen wir die Sperre hier nur noch etwas versetzen. So, und wir brauchen weitere Bürger in unserer Stadt. Ja, ich weiß, es wandern aber noch welche ein. Ja, die Frage ist jetzt, schenken wir denen jetzt nochmal Olivenöl? Also ich versuche das jetzt nochmal. Mittleres Geschenk Olivenöl, und dann würde ich nämlich das Olivenöl gerne verkaufen. Wir bauen aber jetzt erstmal die Bibliothek, die kann hier hin. Ja, das passt wunderbar, und dann kann nämlich hier noch entsprechend ein Wohnhaus aufgebaut werden. Ja, ich würde jetzt tatsächlich mit der Bronzeproduktion beginnen. Oh, Tikal verkauft mehr Wolle. Da habe ich noch gar nicht nachgeschaut. Und die Aprea verkauft mehr schwarzen Marmor. Oh, das ist auch schön. Also, Tikal hier natürlich auch in Mittelamerika kauft Trauben, verkauft uns Bronze und Wolle. Ach, das ist doch schon mal ganz gut. Da könnten wir doch da die Wolle kaufen. Die brauchen wir natürlich jetzt als nächstes. Aber jetzt brauchen wir erstmal Mitarbeiter. Wir brauchen vor allem Nahrungsmittel. Aber da kommt ja wieder Fleisch von den Jagdhöfen. Ja, die Entwicklung sieht aber gut aus. Das muss man sagen. Mir gefällt das ja so, dass diese Straßen hier in dieses Wohngebiet ausgehen. Es ist so richtig integriert in unsere ganze Stadt hier mit den ganzen Straßen.
Oh ja, da kommen jetzt jede Menge neuer Bürger, das ist gut. Ja, beginnen wir mit der Bronzeproduktion. Da hatte ich ja gesagt, würde ich hier gerne das machen. So, gehen wir hier mit der Straße so durch. Hier ist nämlich ein Aufgang. So, nehmen wir hier ein bisschen Wald weg. Ja, und dann würde ich sagen, bauen wir mal 3 Gießereien und einen Architekten. So, und dann würde ich hier auch nochmal, ja, Palanque bedankt für das Olivenöl. Ich hoffe, es hat was genützt. Und dann bauen wir hier auch nochmal 2 Sägemühlen auf. Wir haben ja hier jede Menge Holz. So, und dann machen sich auch schon unsere Mitarbeiter der Gießereien auf den Weg. So, dieses Warenlager hier kann auch Bronze jetzt annehmen. Das ist ja voll mit Marmor, dann brauchen wir das jetzt nicht. So, wir können bei Artium Rüstung und Skulpturen verkaufen. Also Artium sollten wir gleich noch das Pier bauen, weil dann können wir nämlich diese beiden Produkte auch herstellen. Das dauert allerdings jetzt ein bisschen, bis wir das erste Kupfer tatsächlich zur Verfügung haben, beziehungsweise die Bronze. So, ja, das sieht ganz gut aus. Wir müssen jetzt auch Wolle einkaufen. Wir können schon mal hier den Wollhändler auf unserer Agora platzieren. Ja, und die Wolle wollte ich ja über unseren Handelspartner Palanque, nein, es war Tikal gewesen, einkaufen. Handelsposten kommen alle hier hin. Und dann kaufen wir mal entsprechend etwas Wolle ein. So, 6. Und dann bauen wir noch ein Warenlager dafür, nämlich hier. Dann können wir das so hier schließen. Dann haben wir noch ein Warenlager übrig. So, hier kann die Wolle hin. Ja, da holen wir die 6. Gut, dann haben wir das auch. Ja, das weiß ich. Ja, das ist ganz gut. Hier zentral dieses Warenlager für Holz, wo dann wir hier die ganzen Sägemühlen errichtet haben, sind die Wege nicht ganz so weit. Ein lahmer Unsterblicher hat immer noch mehr Macht, als Sie sich vorstellen können. Ja, und ich habe ganz vergessen, dass wir ja Hephaistos als feindlichen Gott haben. Ja, und wir haben ja im Intro gehört, dass wohl auch der Gott ist, den die Mayas anbeten. Na wunderbar. Wo ist er? Da erscheint er. Gut, macht sich auf den Weg in unsere Stadt. Naja, wir haben ja jede Menge entsprechend an Architekten hier, die die Brände jetzt löschen können, die Hephaistos verursacht. Ja, wir haben noch keine Bildhauerateliers und noch keine Waffenschmieden, die er verfluchen kann. Allerdings, er zerstört immer wieder Warenlager. Das ist auch echt anstrengend. So, Palanque ist immer noch erzürnt. Kriegt jetzt nochmal ein Geschenk Olivenöl. Also ich verschenke das Olivenöl jetzt lieber, bevor jetzt Hephaistos das Warenlager zerstört. Ach du grüne Neune. Jetzt haben wir Lava noch. Wo haben wir denn hier einen Lava-Ausbruch? Okay, wo ist denn jetzt das? Ah, hier in dem Bereich. Okay, sollte jetzt für uns nicht das Problem sein. Nein, das sehe ich jetzt nicht so als problematisch an. So, wo ist denn Hephaistos hin? Ach,
Ich glaube, er ist schon wieder verschwunden und hat kein Warenlager zerstört. Doch, da. Oh nein, er zerstört mein Warenlager mit Marmor. Oder? Naja, im Moment zerstört er nur Menschen hier. Oh, Glück gehabt. Ich dachte echt, er hätte jetzt hier mein Warenlager zerstört. Aber ich sehe gerade, er hat 2 Sägemühlen zerstört. Okay, die können wir wieder aufbauen. Ich glaube, er macht sich jetzt gerade wieder auf den Weg zurück. Oh, Glück gehabt. Okay, ja, die können wir ganz schnell wieder aufbauen. Ja, Hephaistos ist auch echt unangenehm, wenn wir ihn als feindlichen Gott haben. Ja, es brennt in unserer Stadt, das ist klar. Und Palanque bedankt nochmal für das Olivenöl, ja. Und wir haben die erste Bronze im Warenlager, sehr schön. Wir beginnen eigentlich Waffen zu produzieren. Ich glaube, das ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Dann bauen wir hier auch schon mal 2 Waffenschmieden oder eine. Ja, machen wir direkt 2. Sehr schön. Oh nein, wir haben eine Rückentwicklung. Warum das denn? Nahrungsmittel fehlen. Ja, das war mir klar gewesen, aber ich glaube, jetzt mit den Viehhöfen sollte sich das verbessern. Außerdem haben wir auch schon Wolle. Unser Wollhändler ist auch schon auf dem Weg. Ja, da entwickelt sich es auch weiter. Ja komm, das Lohnniveau müssen wir auf hoch stellen. So, und wir brauchen noch den Handelsposten von Artium, aber da müssen wir jetzt erstmal warten, bis sich hier das wieder alles entwickelt hat. Aber das sieht schon ganz gut aus hier. Ja. Gut, ja, wir brauchen noch ein Warenlager für die Waffen. Das kann dann wieder hier hin. Beziehungsweise Rüstung. Ich sage ja eigentlich immer Waffen. Rüstungen sind aber gemeint. So, und unsere Viehhöfe produzieren jetzt endlich auch Fleisch. Ja, und wir sehen, wie viel Fleisch hier eingelagert wird. Ich glaube, es macht Sinn, hier bei den Viehhöfen ein Silo zu bauen und dieses hier entsprechend einzustellen, dass es Fleisch fordert. Würde ich das hier so einbauen? So. Ja, komm, das machen wir. Hier wird nur Fleisch angenommen und du forderst Fleisch. So. Tja, Geld haben wir jetzt auch nicht mehr so viel. Holz ist natürlich jetzt nicht unbedingt so ein lukratives Exportgut, obwohl wir es in jeder Menge entsprechend verkaufen können. So, das Silo muss aber noch geschützt werden. Ne? Da müssen wir hier die Sperre noch verschieben. Mittlerweile schon 1000 Einwohner in unserer Kolonie. Ja, und abgesehen vom kaledonischen Eber und Hephaistos geht es uns eigentlich ganz gut hier. Ja, das ist besser jetzt mit dem Silo hier in der Nähe. Ihr seht, das Fleisch kann jetzt sofort hier in das Silo gebracht werden. Und auch hier die Marktfrau hat natürlich die Möglichkeit, hier jetzt Lebensmittel zu holen. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht.
So, wir haben mittlerweile wieder Arbeitslose. Bauen wir das Pier von unserem Handelspartner Artium. Ja, das bauen wir jetzt tatsächlich so oder so. Bauen wir es so. Ob das der Architekt aber alles entsprechend abdecken kann, ist jetzt noch die Frage. So, hier können wir auf jeden Fall jetzt die Rüstung schon mal verkaufen. Und das bringt jetzt mal ein bisschen Geld. Ja, und ich finde, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Ich glaube, wir brauchen Verschönerungen. Hier kann es sein. Jawohl. Ja, bauen wir mal Parkanlagen. So, hier auch. Dann entwickeln die sich auch weiter. Ja, das sieht doch nett aus. Dann machen wir es hier direkt auch so. Ja, wie hübsch. So, Zeit für unseren Stadtpalast jetzt endlich mal. So, bevor wir jetzt unseren Stadtpalast bauen, muss ich mal eben kurz gucken, wie groß dieses Cosmica-Observatorium ist. Ja, so groß ist es jetzt nicht. Wo bauen wir es denn hin? Wirtschaftlicher Aufschwung in Palanque. Das ist ja nett. Sollen wir das hier so in der Achse bauen? So. Fände ich ja eigentlich ganz schick, ne? Können wir auch schon mal platzieren, oder? So. Dann brauchen wir schon mal eine Kunsthandwerkergilde. Ich wollte ja eigentlich meinen Stadtpalast gebaut haben, aber egal. So. Die möchte ich aber irgendwo bauen, wo ich einen Architekten habe. Hier hin, ne? Ja, das ist in Ordnung. So, was brauchen wir denn für unser Observatorium? 111 Marmorplatten, okay. Und 163 schwarzen Marmor, 24 Ladungen Holz und 39 Ladungen Aurikal. Okay, wir müssen Aurikal und schwarzen Marmor einkaufen. Ja, und wir haben zwar ein bisschen Marmor, aber den Rest müssen wir natürlich dann auch noch einkaufen. Das Holz ist das Einzige, was wir da entsprechend selber produzieren. Ja, wir können es noch nicht leisten, schwarzen Marmor einzukaufen. Ich glaube aber, ich brauche einen entsprechenden Handelspartner dafür. Also Neusos verkauft keinen schwarzen Marmor, Autoch auch nicht und Artium auch nicht. Ja, es ist Diaprea. Okay. Dann müssen wir den jetzt auch noch entsprechend hier errichten. Diaprea. Hier. Der passt doch hier noch hin, oder? Ja. So, dann haben wir das alles sehr schön kompakt hier gebaut. Sperre wieder versetzen. Ja. Ja, aber wir können uns noch keinen schwarzen Marmor leisten, oder? Obwohl, wird jetzt gerade hier Waffen gekauft? Nein, es wird Holz gekauft. Okay, gut. Ja, die Bronze reicht gerade noch für die 2 Waffenschmieden zur Versorgung. Ich möchte aber noch Skulpturen herstellen. Dafür brauchen wir mehr Gießereien. Ja, wir können noch eine bauen. Und dann brauche ich aber mehr Bürger in unserer Stadt. Ja, dann ich wollte doch meinen Stadtpalast bauen. Ich habe keine neuen Bürger in meiner Stadt. Ach, das Lohnniveau ist auf hoch. Ja, dann baue ich jetzt Folgendes. Wir bauen das Labor hier auf. Das habe ich ja schon entsprechend vorher so geplant. Dann
hier entsprechend noch sperren und dann brauchen wir natürlich die Erfinderwerkstatt. So, die Erfinderwerkstatt, wo bauen wir die auf? Ja, die baue ich hier auf. So. Allerdings brauchen wir dann da auch wieder einen Architekten. Dann machen wir Folgendes. Dann führen wir den Weg hier so raus. Nee, wir machen das anders. Also erstmal werde ich jetzt mal unsere Heimatstadt um Geld bitten. So, danke. Und Atlantis kann uns auch nochmal Geld geben. So. Ist ja kein Zustand hier. Dann Allee hier aufbauen. Weil ich werde jetzt Folgendes machen. Den Stadtpalast können wir jetzt hier hinbauen. So. Das mit der Allee war jetzt auch nicht so richtig, weil ich möchte ja noch die Heldenhalle des Theseus bauen. Die muss aber hier entsprechend direkt am Stadtpalast sein. Wenn ich nämlich jetzt hier die Mauer baue und dann die Heldenhalle, passt das nicht mit der Nähe zum Stadtpalast. So, wir kriegen nochmal 2500 Drachmen von Atlantis. Vielen Dank. Dann machen wir das doch wieder anders. Oh, ich gebe hier nur Geld aus. So. Mauer kann nämlich jetzt hier so gebaut werden. So. So. Und so. Dann kann dann hier die Heldenhalle gebaut werden. So. Dann müssen wir hier irgendwie raus. Mit dem Stadttor. Das ist nämlich gar nicht so einfach hier. Oh, ob das jetzt mit den Verschönerungen reicht, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber egal. So, was können wir denn Schönes bauen hier? Gartenhäuser. Und wir kriegen auch nochmal 1000 Drachmen von Autoch. Gut, dann haben wir wieder ein bisschen Geld hier. Das ist gut. So, dann bauen wir mal hier die Gartenhäuser auf. Blumengärten und Parkanlagen. So, wehe, das reicht nicht. Ich hab's geahnt. So, wir haben jetzt hier noch ein Denkmal gebaut. Jetzt reicht es. Wir brauchen jetzt nur noch den Wein. 16 Amphoren Wein. So, ich brauche aber auf jeden Fall jetzt hier meine Erfinderwerkstatt. Sonst bringt das nichts. So, die kann jetzt hier hin. So. Die wollte ich nämlich hier hinbauen. Und dann kann später nämlich hier die Universität hin. So, und das können wir hier noch so rumbauen. Und wir brauchen definitiv hier einen Architekten, sonst wird das hier gefährlich werden. Der kann hier hin. Das baue ich auch noch mal um. Ach, ich bin ja wirklich immer am Umbauen. Wie die wilde Wutz. So. Dann machen wir es so. So, dann müssen wir aber auch noch hier das Steuerbüro bauen. Das kann hier hin. Und dann haben wir hier noch Platz für unser Observatorium. So, wir brauchen nur noch unsere 16 Amphoren Wein für Theseus. So, Artium verkauft uns den Wein. Würde er uns denn was geben? Nein. Oh, wie schade. Okay, dann kaufen wir jetzt den Wein ein. 16 Amphoren. Oh, das wird unsere Stadtkasse ganz schön schrotten. Aber egal.
Sobald wir Thesos in der Stadt haben, kann er sich um den kaledonischen Eber kümmern und dann können wir Silber auch abbauen. Oh, es brennt. Ein Pier brennt. Okay. Ja, mal Zeit zu gucken nach den Gefahren, glaube ich. Aber unser Architekt konnte es löschen, Gott sei Dank. So, dann gucken wir mal nach den Gefahren. Das sieht aber gut aus. So, das Silo, das ist jetzt nicht ganz so gut. Hier. Hier ist aber alles in Ordnung. Hier auch. Da auch. Gut, ja, wir sollten das vielleicht ein bisschen anders machen. Wir könnten diese Sperre hier wegnehmen und sie hier hinbauen. Dann müsste ja eigentlich dieser Architekt jetzt das Silo hier schützen können. Ein Unsterblicher hat immer noch mehr Macht, als Sie sich vorstellen können. Ja, Hephaistos ist echt anstrengend. Meine Güte. So, schützt du mir jetzt hier mein Silo? Ja. Sehr gut. So, dann kommt wieder Hephaistos. Mal gucken, was er wieder anrichtet. So, schwarzen Marmor müssen wir einkaufen. Das war ja Diaprea. So, den kaufen wir jetzt auch mal ein. Oh, 12 Einheiten, beziehungsweise Platten. Und da kommt Hephaistos wieder. So, die Sperre setzen wir jetzt hier hin. Ja, da brennt es schon mal. Ja, jetzt haben wir natürlich unsere Waffenschmieden. Die werden jetzt verflucht. Nein, die werden nicht verflucht, die werden zerstört. Ach, man glaubt es nicht. Warum mangelt es an Nahrung? Oh je, ein Elefant wurde gemeuchelt. Noch einer. Und noch einer. Oh Gott. Das ist ja echt schlimm hier. So, macht er sich jetzt auf den Weg? Kann er wieder gehen? Bitte. Ja, das sieht danach aus. Dann können wir unsere Waffenschmieden wieder aufbauen. So, jetzt brauchen wir Olivenöl für unsere Bürger. Das stellen wir denen auch zur Verfügung. Oh, es brennt. Oh, flammendes Inferno hier. Aber unsere Architekten strömen zu unseren Bränden, um diese zu löschen. Ja, das konnten wir jetzt nicht retten, das Labor. So, dann sehe ich schon, wie schwarzer Marmor jetzt zu unserem Observatorium gebracht wird. Also damit fangen wir jetzt an. Gut. Ja, und dann müssen wir natürlich jetzt hier unser Labor wieder aufbauen. So, Labor ist wieder aufgebaut und wir brauchen definitiv noch einen Viehhof, den ich hier aufbaue. Ja, können wir hier hinbauen. Und Rinder. Gut. Ja, wir haben noch nicht den Wein vorrätig.
Leider. Ja, und wir sehen schon, die ersten Lagen schwarzer Marmor sind für unser Observatorium angeliefert worden. Das läuft jetzt gut. Ja, ich sehe auch, Artium verkauft auch nur 12 Einheiten im Jahr. Aber das neue Jahr hat gerade begonnen. So, da ist der Wein auch jetzt eingekauft worden insgesamt. Okay, direkt den Einkauf wieder stoppen. So, und dann können wir jetzt Theseus rufen. Ja, wunderbar. So, wir machen jetzt Folgendes. Wir brauchen jetzt hier keine 2 Warenlager. Dann können wir dieses jetzt hier mal entsprechend wegnehmen. So, und wir haben auch jede Menge an Arbeitslosen. Wir können erstmal das Lohnniveau wieder auf normal stellen. Und dann baue ich jetzt nochmal 2 Gießereien. Ja, und dann bauen wir noch 2 Bildhauerateliers. Oh, was ist denn hier schon wieder los? Keine Nahrung. Was ist denn los hier? Oh, das ist echt anstrengend. Hätte ich nicht gedacht, dass die Nahrungsmittelversorgung so ein Problem hier ist. Ja, wir müssen jetzt erstmal warten, bis hier sich das alles... Es gibt keinen Grund mehr, sich zu fürchten. Ich bin da. Ja, Theseus, das ist schön, dass du da bist. Du kannst dich direkt um den kalidonischen Eber kümmern. Tja, was ist jetzt hier los? Wasser brauchen die. Fehlt hier ein Brunnen noch? Okay, da kommen sie jetzt. Das ist natürlich doof. Das muss ich wirklich sagen. Das machen wir anders. Der Brunnen kommt jetzt hier hin. So, und dann kann hier noch ein Wohnhaus hin. Das ist ja doof. So, da haben wir Theseus, macht sich auf den Weg zum kalidonischen Eber, sehr schön. So, da sind wieder unsere Wasserträger. Das wollte ich mal gucken, ob die das jetzt schaffen, das gesamte Wohngebiet mit Wasser zu versorgen. Okay, da gehen sie jetzt wieder zurück. Tja, müssen wir tatsächlich noch einen zweiten Brunnen bauen? Feuer in der Stadt, ein Pier brennt. Oh. Ja, da habe ich mir fast gedacht, dass das wahrscheinlich nicht richtig reicht mit einem Architekten. So, wird aber hoffentlich jetzt gelöscht. Ja, gut. So, der Wasserträger geht jetzt hier entlang. Oh, Gott sei Dank, das haben wir geschafft. So, hier braucht noch ein bisschen Verschönerungen hin. So. Dann kann sich jetzt der Arbeitsmarkt wieder erholen. Ich hoffe, auch unsere Nahrungsmittelversorgung erholt sich. Ja, während wir uns hier um Feuer und Wasser in unserer Stadt kümmern mussten, hat Theseus den kalidonischen Eber erschlagen. Wunderbar, wir können jetzt Silber schürfen. Ja, und wir brauchen wieder Olivenöl. Hier unser Olivenölhändler hat nichts mehr und das Lagerhaus ist auch leer. Das Olivenöl können wir bei Atlantis beziehen. So, dafür brauchen wir noch ein Pier.
von Atlantis. Das passt hierhin, wunderbar. Dann können wir das auch so anschließen. Ja, und jetzt brauchen wir aber tatsächlich noch einen Architekten und dann bauen wir das so, einen hierhin und den können wir abreißen. So, und dann kaufen wir jetzt Olivenöl ein, 8 Einheiten. So, und dieses hier wird entsprechend das Olivenöl jetzt fordern, auch 8 Einheiten. Sehr schön. Ja, und unser Wohngebiet hat sich hier sehr gut entwickelt. Ja, wir brauchen jede Menge noch an Arbeitern. Wir können das Lohnniveau nochmal auf hoch stellen. So, ich möchte aber jetzt gerne ein zweites Wohngebiet schon errichten. Ich möchte nämlich jetzt ja auch Silber schürfen und wir wollen unsere Bronzeproduktion noch mal ein bisschen erweitern, damit wir entsprechend auch Skulpturen produzieren und verkaufen können. Hier in diesem Gebiet werden wir jetzt das zweite Wohngebiet entsprechend aufbauen. Ja, hier ist jetzt unser zweites Wohngebiet, genauso aufgebaut wie das erste natürlich und hier auch schon mit der Stadt entsprechend angeschlossen. Ja, und wir führen jetzt hier den Weg raus und hier können wir nämlich jetzt noch jede Menge Rinderfarmen bauen, um unsere Stadt zu ernähren. Da führen wir den Weg jetzt mal hier noch raus. So. Ja, das passt doch sehr gut. Beziehungsweise bauen wir das jetzt so, weil dann können wir hier schon direkt die entsprechenden Rinderherden platzieren. Dann bauen wir nicht zu viel hier in das fruchtbare Gebiet. Dann bauen wir auch schon direkt hier die ersten Viehhöfe. Wie bauen wir das? So. Ja, und wir haben bald kein Geld mehr, sehe ich. Der Bau hat doch jede Menge Kosten verschlungen hier. So, und dann brauchen wir noch die Rinderherden. Ja, Pausenmodus muss aufgehoben werden. Gut, wir haben kein Geld mehr. Können wir immer noch Geld bekommen? Ja, hier Ampfer kann uns Geld schicken. Gut. Ja, und wir sehen, dass wir jetzt hier Bronze im Warenlager haben. Das heißt, wir könnten das erste Bildhaueratelier bauen, wenn wir dann mal Geld haben. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen warten. Ja, jetzt sind wir in den Miesen. Oh ja, da wurde gerade schwarzer Marmor eingekauft. Ja, und hier haben wir jetzt die Rückentwicklung. Das mit dem Olivenöl war wirklich sehr knapp, aber wir haben jetzt Olivenöl im Warenlager. Unser Ölhändler ist hoffentlich schon auf dem Weg. Ja, Öl ist wieder auf der Agora. Oh ja, da wird jetzt Holz gekauft. Jo, Ampfer gewährt uns nochmal 1000 Drachmen. Oh, das reicht aber alles nicht hier. Oh, wir müssen mal den Einkauf von schwarzem Marmor stoppen. Ja, und da wandern jetzt jede Menge neue Bürger ein. Wir werden mal das Lohnniveau auf normal stellen. Wir sind wieder im Positiven. Wir benötigen aber Mitarbeiter. Ja, das ändert sich jetzt gleich. So, ein bisschen Holz können wir noch hier verkaufen. So, wir haben das neue Jahr. Unsere Handelspartner kommen und kaufen jetzt Gott sei Dank jede Menge ein. Ja, das sieht gut aus. Und dann bauen wir jetzt hier die 2 Bildhauerateliers schon mal auf. So, und dieses Warenlager, was Rüstung annimmt, kann auch die Skulpturen annehmen. So, und jetzt würde ich auch, sobald wir jetzt wieder ein bisschen mehr Geld haben, mit den Münzereien beginnen. So, hier sind ja unsere Silbervorkommen. Wir brauchen keine Verbindung zur Stadt.
Das ist nicht nötig. Wir nehmen jetzt hier ein bisschen an Wald weg und bauen jetzt mal... Oh, die sind super teuer. Okay, wir bauen mal hier 2 Stück. Und den Architekten. So, dann kommen wir doch hier bestimmt auch mit der Straße rum. Ja, das geht. So, jetzt können wir ein bisschen an Drachen produzieren. Das würde ich jetzt hier weiter ausbauen wollen. Ja, wir sollten jetzt in dem zweiten Stadtgebiet mal die Klinik aufbauen. Und auch schon den Lebensmittelhändler. Ja, und wir haben mittlerweile schon 2000 Einwohner in unserer Stadt. So, und wir machen das hier genauso. Wir bauen hier ein Silo schon auf. Das bauen wir jetzt mal hier auf. So. Auch das wird jetzt nur Fleisch annehmen. So, und da wird auch schon Fleisch produziert. Das ist ja sehr gut. Ja, ein interessantes Detail. Hier sehen wir die Mitarbeiter aus den Viehhöfen, die wir zu Anfang gebaut haben. Die holen sich jetzt die Rinder von den Herden hier. Ah, das ist interessant. Also man holt sich die Rinder, die sozusagen schlachtreif sind. Und ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. Oh, super. Ja, mit Skulpturen und Rüstung können wir jetzt, glaube ich, recht gute Gewinne erzielen. Dafür brauchen wir aber wesentlich mehr Bronze. Da kommt schon wieder eine Ladung Bronze. Ja, wir brauchen noch Mitarbeiter. Okay. Haben wir jetzt überhaupt schon eingestellt? Nein, noch nicht. Hier muss natürlich auch jetzt die Skulpturen verkauft werden. So, machen wir mal 4. Die bringen richtig Geld. So, jetzt können wir wieder schwarzen Marmor einkaufen. Ja, und hier lohnt es sich eigentlich auch noch entsprechend Sägewerke zu bauen. Aber wir müssen jetzt erstmal warten, dass hier diese Entwicklung in diesem Wohngebiet weiter voranschreitet. Das müssen wir jetzt so ein bisschen sukzessiv machen, so wie die Nahrungsmittelversorgung es zulässt. Aber wir könnten hier schon mal entsprechend die Bibliothek bauen. So, die können wir hier errichten, das passt. Dann können wir hier nochmal Parzellen ausweisen. Ja, ein interessantes Phänomen, was ich hier gerade sehe, unsere Rinderherden hier am zweiten Standort, wo wir Viehhöfe haben, sind alle entsprechend von den Mitarbeitern der Viehhöfe schon zum Schlachten abgeholt worden. Wir müssen hier tatsächlich nochmal neue Rinder platzieren. Das ist ja interessant, das habe ich aber auch noch nicht gehabt. Ah ne, 3 Stück, okay. Ja, und hier, das hat sich auch schon sehr gut weiterentwickelt, dieses zweite Wohngebiet. So, und ja, da wandern ja jetzt noch jede Menge Bürger ein. Ich würde jetzt gerne nochmal eine Gießerei bauen. Die bauen wir hier mit hin. Ja, und ich würde noch einen Viehhof bauen. Wie sieht es denn aus? Wir produzieren Nahrung für 2600 Einwohner, dann brauchen wir, glaube ich, erstmal keinen Viehhof noch zu bauen. Errichten wir hier lieber nochmal weitere Münzereien. Obwohl, wir haben echt wenig Geld, ne? Also, aber egal. Oh, wir haben Skulpturen und Rüstungen im Handelsposten. Das wird auch gerade gekauft und unsere Stadtkasse erholt sich. Ja, sehr gut. Ja, im zweiten Wohngebiet können wir jetzt auch mal das Steuerbüro schon errichten.
glaube, ich parzelliere das jetzt auch fertig. Wir brauchen Platz für das Labor und für das Observatorium. Einmal so. Ja, das passt. Einmal so. Ja, dann machen wir das so. Ja, dann passt das alles hier. So, ja, unsere Bildhauerateliers brauchen jede Menge Bronze. Da müssen wir wirklich noch ein paar Gießereien bauen. Aber wie gesagt, wir haben hier genug Platz. So, und ich hatte ja gesagt, hier können wir noch Sägemühlen bauen. So, ich denke, wir sind jetzt aus dem Gröbsten raus. Der Anfang war doch recht anstrengend. Aber nun haben wir es, glaube ich, geschafft, dass wir hier etwas sicherer sind, auch was unsere Finanzen betrifft. Ja, wieder kein Olivenöl im Warenlager. Jetzt müssen wir auch wieder Olivenöl einkaufen. So, hier kann wieder eine Münzerei hin. So, 3 Lagen schwarzer Marmor als Kern für unser Cosmica Observatorium sind aufgebaut. Ja, wir brauchen aber noch jede Menge Material. Es ist noch nicht mal die Hälfte entsprechend fertiggestellt. Ja, jetzt produzieren wir wieder zu wenig Nahrungsmittel. Dann bauen wir hier nochmal wieder einen Viehhof auf. Ja, wir brauchen ja auch noch Orchikal für unser Bauwerk. Eben schauen, ob wir hier irgendwo Orchikal einkaufen können. Nein. Ja, doch, bei unserer Heimatstadt Autoch können wir Marmor und Orchikal einkaufen. Das ist gut. So, und schon wieder Arbeitslose. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall hier Bronze schon mal im Warenlager. Da produzieren wir jetzt genug. So, dann können wir hier doch noch mal Münzereien bauen. Dann ist unser Geld auch schon wieder ziemlich verbraucht hier. Ja, hier habe ich tatsächlich... Ein Unsterblicher hat immer noch mehr Macht, als Sie sich vorstellen können. Ja, und wieder greift Hephaistos uns an. Sehr nett. Und hier habe ich vergessen, einen Architekten zu bauen. Sperren habe ich gebaut, aber keinen Architekten. Naja, denke mir mal, das wird jetzt gleich gelöscht hier. Aber da werden, glaube ich, noch mehr Brände gleich ausbrechen. Da ist er schon. Macht sich auf den Weg. Ja, die ersten Brände sind schon ausgebrochen. Und jetzt wird wieder hier... Was macht er da? Ach, er kämpft mit Theseus. Ja, Theseus hat es tatsächlich versucht, hier gegen Hephaistos zu kämpfen, hat aber nicht viel gebracht. Gut, unsere Bildhauerateliers sind zerstört. Und unsere Waffenschmieden verflucht. Na, wunderbar. Und wieder müssen einige Elefanten hier ihr Leben lassen. Aber wenigstens zerstört er kein Lagerhaus. Auf jeden Fall bis jetzt nicht. Aber ich glaube, er macht sich auf den Weg wieder zurück. So, dann können wir schon mal unsere Bildhauerateliers, glaube ich, wieder aufbauen.
Gut, das haben wir wieder überstanden, noch nicht ganz, da brennt schon wieder ein Wohnhaus. Ja, ich glaube, Holz produzieren wir jetzt mehr als genug, das ist schön. Hallo, würde einer mal jetzt mal hier meine Brände löschen? Okay. Ja, dieses Wohngebiet sieht auch sehr gut aus. Wir haben allerdings jede Menge Arbeitslose. Ja, Nahrung haben wir genug. Das passt. Ja, dann versetzen wir mal hier die Sperre, oder? Ja. Und dann bauen wir noch weitere Gießereien auf. So. So, wir haben ein bisschen Geld. Dann könnten wir doch mal hier das erste Wohngebiet auch verschönern. Wir haben ja jetzt Denkmäler. Dann könnten wir so, 2 so bauen. Ja, das geht. Und den Rest können wir mit hier noch einen Blumengarten. Ja, das ist auch ganz nett. Und dann bauen wir hier noch Bänke auf. Ja, das ist doch ein schönes Wohngebiet. Das wird jetzt noch hier entsprechend mit einer Parkanlage verschönert. Ja, und hier haben wir dann noch Platz für das Observatorium. Das bauen wir allerdings ganz zum Schluss dann. So, ich baue noch weitere Münzereien hier auf. Da haben wir ja wirklich hier ein riesiges Vorkommen. Alle unsere Mitarbeiter finden hier eine Ressource, wo sie Silber schürfen können. Ja, und Holz, da produzieren wir, glaube ich, ein bisschen zu viel jetzt. Ich würde jetzt eine Sägemühle mal abreißen. Und dann baue ich jetzt noch mal 2 Bildhauerateliers hier auf. Und dann baue ich jetzt noch das Pier von unserem Handelspartner Xiliuf. Ach, das ist aber auch alles so weit weg hier, ne? Oh, das geht nicht. Dann machen wir es so. So, und hier können wir auch nochmal Skulpturen verkaufen. Ja, wir könnten hier auch Orchikal und Seeigel einkaufen. Aber Nahrungsmittel, glaube ich, haben wir jetzt hier ganz gut im Griff. Das sieht gut aus. Hier ist auch genug drinnen. Ja, hier nicht. Hier sind ja auch keine Rinder mehr. Das finde ich total abgedreht. Die müssen alle zu dieser großen Herde hier drüben, um sich ihr Schlachtvieh zu holen. Das ist echt sonderbar. So, mittlerweile ist jetzt tatsächlich mal hier der Marmorkern von unserem Observatorium fertiggestellt. 4 Lagen. Und jetzt müssen wir, glaube ich, auch Orchikal einkaufen. So, bei unserer Heimatstadt können wir das machen. Kaufen wir direkt 12 Einheiten ein. So, und hier können wir jetzt auf der Agora im zweiten Wohngebiet den Wollhändler auch aufbauen. Und jetzt müssen wir, glaube ich, Wolle auch einkaufen. Oder machen wir das schon? Ja, doch. Hier kaufen wir Wolle ein. Ja. So, hier können auch noch ein paar Verschönerungen hin. Oh, Obelisken finde ich gut. Und dann eine Bank. Nein, hier. So, wunderbar.
Ja, unser Orchika ist schon eingekauft worden. Sehr gut. Ja, jetzt wo wir doch gut verdienen, kaufen wir ein paar Nahrungsmittel mal ein. Hier bei Artium können wir Weizen einkaufen. So, und der kann ja auch in das zentrale Silo gebracht werden. Da lagern wir mal 16 Einheiten ein. So, wir haben November. Ich wollte mal schauen, hier bei unserem Handelspartner Artium, wie viel Waffen er gekauft hat, beziehungsweise Rüstungen. Er kann 12 entsprechend kaufen und hat aber erst 4 gekauft. Oh ja, da können wir doch noch eine Waffenschmiede bauen. Und noch weitere Gießereien. Ja, und hier auf unserer Baustelle vom Observatorium geht es auch weiter. Da ist jetzt Orchikal auch angekommen. Das werden wir hier zu einem schönen Zentrum ausbauen. Das wird mir Spaß machen. Ja, und mittlerweile haben wir 3000 Einwohner in unserer aufstrebenden Kolonie Kopan. Ja, das Holzlager ist jetzt voll. Wir produzieren tatsächlich ein bisschen zu viel Holz. So, hier beginnen wir auch mal mit den Verschönerungen im zweiten Wohngebiet. Da werden wir nämlich jetzt gleich auch schon das Labor errichten. Ja, und wir werden dann ganz in Ruhe unser Bauwerk, das Cosmica Observatorium, fertig bauen. Und dann brauchen wir ja noch die 1000 Personen in der Wohnung der Kategorie Stadthaus. Dann errichten wir in beiden Wohngebieten das Observatorium und dann entwickeln die sich auch weiter. Und damit haben wir dann die Episode erfolgreich abgeschlossen. Aber bis dahin müssen wir noch relativ viel hier am Bauwerk arbeiten. Aber es sind schon 66% fertiggestellt. So, machen wir hier die Verschönerung auch mal weiter. Ja, hier unser Viertel der Münzereien ist stetig gewachsen. Hier wird richtig viel Silber abgebaut. Das bauen wir auch noch weiter aus. So, wie bauen wir das so? Ja. So können wir das bauen und dann natürlich hier auch nochmal ein Architekt. Ja, das gefällt mir. Das sieht richtig gut aus. Ja, mittlerweile läuft es eigentlich ganz gut in unserer Stadt. Wir sind weiter beschäftigt, unser Cosmica Observatorium zu bauen. Vielleicht baue ich dann doch noch eine zweite Kunsthandwerkergilde auf. Mal schauen, ob das hier alles beschleunigt. Ja, das ist mir klar. Aber da wandern ja noch neue Bürger ein. 25 brauchen wir. Gut, dann bauen wir hier schon mal das Labor auf. Das wollte ich jetzt hier hinbauen. Ja. So, und hier die Sperre nicht vergessen. So, mittlerweile ist auch der zweite Kunsthandwerker auf unserer Baustelle angekommen. So, wir haben Oktober. Wir haben das gesamte Kontingent an Wolle bei Tikal gekauft. Das frage ich mich, ob das tatsächlich reicht. Wir können bei Diaprea ja auch noch Wolle einkaufen. Das machen wir nochmal so 6 Einheiten. Wenn jetzt unsere Bevölkerung weiter wächst, wäre es, glaube ich, nicht schlecht, noch ein bisschen Wolle zu haben.
Ein lahmer Unsterblicher hat immer noch mehr Macht, als Sie sich vorstellen können. Ja, lang nicht mehr da gewesen, ist Hephaistos wieder in der Stadt, treibt sein Unwesen hier. Wir kennen das ja schon mittlerweile. Ja, und der Sockel unseres Observatoriums ist fertiggestellt worden. Da kommt das Holz jetzt für die Transporterrutsche. So, und jetzt brauchen wir Marmor. Wir haben ja hier ein bisschen Marmor noch. Das wird auch jetzt gerade schon zu unserem Bauwerk gebracht. Dann können wir hier das so machen, dass Marmor nicht mehr angenommen wird. Ja, jetzt müssen wir Marmor einkaufen. Das können wir wo? Ja, hier bei unserer Heimatstadt Autoch können wir den Marmor einkaufen. Stellen wir mal ein auf 12. Gut. So, da ist Hephaistos. Der zerstört natürlich wieder mal einige unserer Gewerbestätten. Also erstmal verflucht er unsere Waffenschmieden und dann werden unsere... Nein, mein Warenlager für Wolle ist zerstört worden. Das kann doch nicht wahr sein. Nein, das ist echt gemein hier. Das war voll mit Wolle. Das müssen wir sofort wieder aufbauen. Holen. Was hatten wir? 6, ne? 6 Einheiten. Ja. Ja, und wieder versucht es Theseus, es mit Hephaistos aufzunehmen. Ja, und Hephaistos stampft Theseus in Grund und Boden. Das war mir klar gewesen. Also gegen einen Gott kommt ein Held nicht an. So, Feuer in der Stadt, das ist ja nichts Neues, wenn diese Gottheit bei uns ist. Und wieder ein paar Elefanten. So, und dann bauen wir hier das Bildhaueratelier wieder auf. Ja, ein unangenehmer Geselle, das muss man wirklich sagen. Ja, und da kommen die Marmorladungen, die wir jetzt gerade eingekauft haben. Die erste Lage ist ja schon verbaut worden. So, dann geht es jetzt weiter. Oh, da ist sofort die zweite Lage komplett fertig gebaut worden. Das ist nicht schlecht. Ja, wir könnten natürlich unsere Heimatstadt mal bitten, ob sie uns Marmor geben kann. Ja, das machen wir doch. Wunderbar. Dann brauchen wir aber ein Warenlager wieder für Marmor. Okay, oh, jetzt haben wir jede Menge Bronze in unserem Warenlager, weil ja hier alles verflucht ist. Ich hoffe, das ist jetzt gleich mal vorbei hier. Ja, kommt das Warenlager, wo die Wolle gelagert wird, das kann den Marmor annehmen. So viel wird es ja nicht sein, vielleicht 12 Ladungen. Ja, und wir kriegen auch nochmal 12 Marmorplatten von unserer Heimatstadt, wie ich es vermutet habe. So, hier können wir das direkt wieder ausschalten. So. Mein Gott. Das dauert aber lange, bis dieser Fluch von unseren Bildhauerateliers und Waffenschmieden genommen wird. So, ich stelle das jetzt mal ein bisschen hier um mit diesem Silo hier. Und zwar, dieses Silo wird jetzt kein Fleisch mehr annehmen. Nur noch Weizen holen, aber dafür komplett. So, dann kann hier Weizen rein.
Und hier kann dann endlich mal Fleisch auch gelagert werden, weil das ist immer leer, dieses Silo. Das mit diesen Rindern verstehe ich nicht ganz. Und dieses Silo ist nämlich hier schon fast voll. Muss irgendwie gucken, dass wir hier Fleisch reinkriegen. So, dann werden wir das nämlich so machen. Hier wird jetzt Fleisch gefordert, mal so 12 Einheiten, damit die Marktfrau hier von diesem zweiten Wohngebiet es nicht so weit hat. Ja, und mittlerweile ist auch schon die zweite Etage unseres Observatoriums im Kern fertiggestellt worden. Jetzt brauchen wir wieder Marmor und Orchikal. Und der Fluch ist Gott sei Dank jetzt von unseren Gewerbestätten genommen worden. Jetzt kann auch mal wieder hier produziert werden. Ja, dieser Bau, dieses Cosmica Observatorium dauert doch länger als ich dachte. Mittlerweile brauchen wir aber keinen schwarzen Marmor mehr, nur noch 59 Marmorplatten, 16 Ladungen Holz und 22 Ladungen Orchikal. Gut, dann können wir den schwarzen Marmor jetzt hier nicht mehr einkaufen. Können wir den verkaufen? Ich glaube ja. Hier beim Neusus können wir jetzt den Rest des schwarzen Marmors verkaufen. Ja, Orchikal müssen wir noch einkaufen. Marmor müssen wir auch noch einkaufen. Ja, wir werden die Entwicklung jetzt hier weiter vorantreiben, indem wir bei dem zweiten Wohngebiet jetzt den Ölhändler etablieren. Da wird jetzt jede Menge Fleisch nämlich in dieses Silo gebracht. Unsere Marktfrau hat es dann jetzt nicht mehr ganz so weit. Da kommt sie schon. Ja, das passt jetzt besser. Und hier in dem mittleren haben wir immer ein bisschen Vorrat an Weizen. Ja, in der Zwischenzeit habe ich das zweite Wohngebiet jetzt auch schon so weit aufgehübscht wie das erste. Ja, und hier ist jetzt noch die Fläche frei für unser Observatorium, was wir ganz zum Schluss bauen. Ja, und ich habe auch noch mal einen Viehhof hier gebaut. So, und ich werde jetzt hier noch bei unserem Handelspartner Xiliuf Seeigel einkaufen. So, 12 Stück. Und die können ja auch entsprechend geholt werden. So, Orangen brauchen wir ja auch nicht anzunehmen. Fleisch nehmen wir auch nicht an hier. So, und hier wird nur Fleisch angenommen. Das passt. Gut. So, und damit haben wir auch wieder genug Nahrungsmittel für unsere Bevölkerung. Hier wandern ja jetzt jede Menge Bürger ein. Da wir jetzt hier Olivenöl zur Verfügung gestellt haben, wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Ja, das können wir ruhig so lassen. Wir brauchen ja nachher auch noch ein paar Arbeiter für die Observatorien und die Universität. Ja, und hier wird auch kräftig an der Verkleidung der zweiten Etage unseres Cosmica Observatorium gebaut. So, wir fragen nochmal unsere Heimatstadt nach Marmor. Können wir? Das ist gut. So, hier würde ich jetzt Marmor auch nochmal annehmen lassen. So, mittlerweile haben wir schon fast 9% Arbeitslose. Und dann können wir hier nochmal 2 Münzereien bauen. So, und dann reicht das auch. Meine Güte, ist hier viel los. So, das passt dann auch mit den Arbeitslosen. So, ich werde hier die Erfinderwerkstatt abreißen. Habe ich nämlich hier schon eine neue gebaut, damit ich hier noch meine Säulenreihe bauen kann. So. Und dann führen wir die Parkanlage hier so weiter. So, ja, das gefällt mir gut. Dann können wir hier auch schon mal drumherum bauen. Oh, das passt nämlich auch noch gerade. Und wir kriegen nochmal 12 Marmorplatten. Vielen Dank. So, das kann hier wieder ausgeschaltet werden. Ja, und ich wollte das jetzt hier noch weiter verschönern.
Das sollte hier so unser Zentrum ja werden. Ja, Planetarium zu unserem Observatorium, das passt doch richtig gut. Ja, hier kann man sich jetzt so richtig schön auslassen. Das liebe ich ja. Ja, und ich habe gerade hier wieder komplett die ganzen Rinderherden aufgefüllt sozusagen. Das verstehe ich nicht ganz, dass man hier tatsächlich da immer wieder nachplatzieren muss. Okay, auf jeden Fall hat jetzt dieses Silo genug Nahrung, dass dieses zweite Wohngebiet hier gut versorgt wird. Ja, und hier unser Zentrum habe ich jetzt auch schön soweit ausgeschmückt. So kann es jetzt bleiben. Ja, und wir nähern uns allmählich dem Abschluss unseres Bauwerkes. Wir brauchen jetzt nur noch 22 Marmorplatten, 16 Ladungen Holz und 10 Ladungen Orchikalk. So, Orchikalk haben wir mehr als genug, brauchen wir nicht mehr einzukaufen. Ja, Marmor müssten wir, glaube ich, noch einkaufen, ne? Da haben wir jetzt noch nicht die vollständige Menge. Bei Holz brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Ja, die zweite Etage unseres Observatoriums ist fertiggestellt, auch die Transporterrutsche. Ja, wir nähern uns jetzt wirklich dem Ende. 8 Ladungen Holz, 8 Ladungen Orchikal und nochmal 12 Marmorplatten. Dann ist dieses Bauwerk fertiggestellt. So, und da sehe ich auch schon Marmor und Orchikal zur Baustelle bringen. Oh, wow. Das Cosmica Observatorium ist fertiggestellt. Naja, da wurde dann einfach ein Observatorium oben auf die Spitze montiert sozusagen. Wunderbar. Hier kann noch ein Weg hin. Dann haben wir hier unser Wissenschaftszentrum fertig und wir kommen auch jetzt zum Ende unserer Episode. Ja, wir brauchen jetzt nur noch 1000 Personen in einer Wohnung der Kategorie Stadthaus. Das ist natürlich jetzt ganz einfach. Erstmal reißen wir noch die Kunsthandwerkergilden ab. Errichten dann jetzt hier die Universität. Ja, und in den beiden Stadtteilen dann das Observatorium. Das hat hier schon alles vorbereitet. Einmal hier und einmal hier. Ja, und mit der Entwicklung der Wohngebäude hier erreichen wir relativ schnell die 1000 Einwohner und beenden mit diese erste Kolonie-Episode unseres Abenteuers Erleuchtung im Westen. Hephaistos war erbost, als du seine kleine Lüge entlarvt hast. Man stelle sich vor, sich den Mayas als höchster Gott zu präsentieren, obwohl er verdammt genau wusste, dass Poseidon, Zeus und eine ganze Schar anderer Götter über ihm stehen. Die Mayas wurden aufgeklärt und Hephaistos ist in seine Schmiede zurückgehinkt. Die Forschungsstätte in Kopan erlebt eine Blütezeit. Die Mayas lehren uns Tag für Tag Neues über ihre Welt. Im Gegenzug weihen wir sie in die Lebensarten der Atlantiden ein. Doch in Autoch bedürfen gewisse Angelegenheiten deiner Aufmerksamkeit. Daher ist es an der Zeit, dorthin zurückzukehren. Ja, erfolgreich haben wir diese Kolonie-Episode abgeschlossen. Ich muss sagen, sie war am Anfang doch ziemlich kompliziert, aber zum Schluss haben wir es dann doch gut hinbekommen. Ja, in der nächsten Episode mit dem Titel Hilfe von oben müssen wir zurück nach Autoch, um unsere Stadt weiterzuentwickeln. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Dominus.